ich weiß nicht warum. Irgendwie 980 Höhenmeter auf, ich weiß nicht, 7 oder 8 Kilometer, was eigentlich normal geht, aber boah, ich habe mich so hochgekämpft. Also, ich weiß auch nicht. Vielleicht stecken auch die letzten Tage einmal in den Knochen. Aber gut. Ja, der Ausblick ist halt ganz folglich, ist halt sehr bescheiden. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, am Anfang, da hätte ich mir echt in die Hosen geschissen, aber jetzt, gut, stehen wir hier, da geht's runter, keine Ahnung, wie breit ist das, ein Stückel, 20, 30 Zentimeter, auf das man läuft, dann läufst du da halt lang, ne? Am Anfang, Gott, erstmal eine halbe Stunde gebraucht, bis ich mich überhaupt überwunden hätte, hier rüber zu gehen, also von daher, üben, üben, üben. Übung macht den Meister. So, also diese Anstiege machen mich fertig. Was haben wir jetzt? 500 Höhenmeter auf 2,2 Kilometer. Also das ist, der Ausblick ist geil, aber das zum Teil, als wenn man eine Leiter hochklettert. So, ich glaube, ein bisschen mehr als die Hälfte habe ich schon geschafft. Oben ist eine Hut für die Mittagspause, aber anstrengend, anstrengend, anstrengend.
Jetzt sind wir bei der Fernburn Hut. Genau, heute ist das Ziel die Rose Hut und der Tag danach soll es in die Goldfelder gehen. Bin ich schon mega gespannt drauf, wie das ausschaut. Da sollen irgendwie alte Gebäude noch sein und mega viele alte Minen. So, ich bin jetzt wieder alleine unterwegs. Ja, es ist normal, wenn man wandert oder hiked, trampt, da wechselt es oft durch, dass man mit verschiedensten Leuten wandert. Manche bleiben länger machen Restdays, manche springen über manche Orte, dadurch wechselt sich das ständig durch. Und jetzt habe ich beschlossen, so die letzten, was sind das, 450 Kilometer, ja, wollte ich jetzt noch mal ein bisschen für mich haben und komplett allein wandern, weil die letzten 200, 300 Kilometer war ich halt immer irgendwie, also in der Gruppe über den Tag, und das war, ja, habe ich schon mal gemacht, aber auf Dauer stresst das, weil irgendwo muss man sich dann doch abstimmen, wann man aufsteht, wann das. Und ja, muss ich schon sagen, ich mag es lieber, wenn ich, keine Ahnung, mal um 7, mal um 8 starte oder mal um 9. Also von daher, ja, jetzt die letzten Abschnitte wieder allein, und gut, abends oder tagsüber, man trifft immer so viele Leute, also von daher, das ist jetzt nicht, dass man komplett allein in der Wildnis hier ausgesetzt ist.
Das ist echt das Geilste, auf so einer Hügelkette runtergehen. Es macht Spaß. Scheiße, ist das windig. Den Hut kann ich schon gar nicht mehr aufsetzen. Ich muss sagen, in der letzten Zeit, ich habe so viel Glück mit dem Wetter. Jetzt auch die ganze Nacht durchgeregnet und wie schon gesagt, ist auf dem Rose Saddle hochgegangen. Der war jetzt hier auf 1300 Meter oder 1270 oder was. Und ja, sich komplett aufgeklärt alles hier. Die Sonne scheint, gut ein paar Wolken, aber traumhaft, traumhaft. Da muss ich sagen, habe ich ein bisschen Schiss gehabt, weil der Part jetzt hier, er ist ein bisschen hügelig. Jetzt kommt nachher zum Ende hin nochmal ein Sattel. Dann kommen wir in diese Goldgräber-Region. Da bin ich schon mega gespannt drauf. Aber wie gesagt, wenn da jetzt Scheißwetter gewesen wäre, das wäre richtig hart gewesen, weil jetzt auch keine Hut mehr kommt. Und ich weiß nicht, wie das da aussieht. In diesem Maze Town heißt das, in dieser Goldgräberstadt.
wie mit Zelten oder da stehen zwar irgendwie zig Huts, aber dann immer irgendwie, dass sie alt sind oder ich habe keine Ahnung. Deswegen das ist so ein bisschen Pokern. Also von daher bin ich mega happy, dass sich das Wetter jetzt zum Positiven gedreht hat. Also man kann auch mal Glück haben auf dem TA. So, jetzt sind wir in Macetown. Da ist schon die erste Toilette. Und ich bin gespannt. Also ich habe null Vorstellung, wie es hier ausschaut. Aber wahrscheinlich sind hier einfach nur ein paar Gebäude, die halt ein bisschen runtergekommen sind. Weil ich glaube, Macetown vor 100 Jahren wurde jetzt verlassen. Also man haben wir schon das erste. Also ja, in dem Stil geht es wahrscheinlich weiter. Also dass hier irgendwie ein paar Gebäude sind und ja, mal schauen. Ja, hier sind immer nur Gitterstäbe reingeschweißt oder reingestellt, dass hier keiner drauf auf die Idee kommt, hier zu pennen. Also ist, ja, wahrscheinlich dann einfach nur, okay, die Gebäude wurden irgendwie erneuert erhalten, dass die Touristen ein bisschen gucken können, aber die haben hier keine Funktion und die wollen auch nicht, dass hier irgendwelche Tramper auf die Idee kommen, da drin zu pennen. Also von daher sieht zwar cool aus von außen, aber ja, mal sehen, was noch so kommt. Also ich bin da eher, naja, meine Erwartungen sind da eher überschaubar. Weil das war jetzt nicht so der Oberknaller, aber mal schauen. Ja, hier, da sind so ein paar Steine und so. Da lässt sich erahnen, dass da mal Gebäude standen. Also Macetown war wahrscheinlich schon ein bisschen größer. Aber es ist halt einfach nur noch Steinhaufen oder Steinhügel über. Ne? Also das ist jetzt nichts. Und ich gehe mal stark von aus, die Gebäude, die da noch sind, die wurden ja originalgetreu wieder aufgebaut. Also das ist, ich glaube nicht, dass die noch von damals so da sind, wie sie jetzt da sind. Weil wenn ich mir das hier anschaue, das sind ja wirklich nur noch Steinhaufen. Ja, und ich denke mal schon, dass das Gebäude waren. Also vom Prinzip ist Macetown, ja. Schaut sich hier so ein paar alte Steinhaufen an. Und von hier aus sind dann die Goldgräber zu den Minen. Die sind hier ringsrum, sind Minen. Aber gut, mit dem TA kreuzt man die jetzt nicht. Oder dass man da irgendwie in der Mine. Aber ja gut, was soll das groß sein? Und das sind wahrscheinlich Waschplätze, wo in den Flüssen die Leute mit den Pfannen halt das Gold rausgewaschen haben. Aber jetzt nicht, wie man sich das heute vorstellt, eine Mine mit den fetten Bulldozern oder sonst was. Also von daher, das ist ja, keine Ahnung, 19. Jahrhundert, 20. Jahrhundert, Anfang des 20. Jahrhunderts, da sah die Welt ja noch ein bisschen anders aus.
3 Stunden 40 Minuten, nicht länger. Ja, so langsam geht die Reise auch zu Ende. Arrowtown, danach Queenstown, das ist quasi ja, relativ dicht zusammen. Und Queenstown ist eigentlich die letzte große Stadt. Denn danach kommt Invercargill und dann kommt Bluff. Also ich denke mal, ich werde jetzt noch 2 oder 3 Mal resupplyen und dann ist die Reise auch schon wieder zu Ende. Also ja,